Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Es ist mir eine große Freude und auch Ehre, heute die Geschäftsführerin und Gründerin einer Firma, die sich mit Lichttherapien beschäftigt, hier eingeladen zu haben und dass sie auch gekommen ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Brigitte Rumpold. Danke, dass du da bist. Hallo Alexander Klock. Ich freue mich deswegen auch besonders, weil hier an dem Platz schon so viele tolle Leute gesessen sind, dass es natürlich jetzt was Besonderes ist. Ach, das ist schön. Danke herzlich, freut mich sehr. Aber du hast mir auch ganz, ganz viele schöne, tolle Menschen auch hierher geführt. Ich erinnere mich speziell auch an die Universität in Wien, der Professor Schicho, der auch schon hier gewesen ist und über Lichttherapien gesprochen hat. Wir wissen jetzt eigentlich schon vieles über Lichttherapie, aber eigentlich noch nicht, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich mit der Lichttherapieforschung auseinanderzusetzen. Wie immer aus eigener Befindlichkeit. Das war bereits 1982, habe ich ein ziemliches gesundheitliches Problem gehabt. Und eine meiner Nachbarinnen war die Ingrid Graz von Rohr. Ich weiß nicht, ob die dir ein Begriff ist, eine relativ bekannte Therapeutin in Deutschland. Und die hat mir mit einem hochintensiven Strahl, den sie durch einen Amethyst durchgeführt hat, die Milz bestrahlt. Also ich bin glattweg umgekippt, ich musste mich hinlegen. Die Wirkung war so stark, aber das Ergebnis dann auch so frappierend, also damals noch überhaupt keine Ahnung habend, was Licht überhaupt da machen kann. Ja, und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu forschen, zu recherchieren, was gibt's da eigentlich auf dem Markt? Und da bin natürlich auf viele interessante Sachen gekommen, unter anderem auch, dass die Schweiz schon ein großer Vorläufer war. Gerade hier in St. Gallen im Kantonsspital wurden die Kranken wirklich alle Betten vorne an die Sonne geschoben, weil man gewusst hat, der Körper ist ein kompletter Lichtrezeptor und kann Licht eben auch über die Haut und über die Augen und über den Atem aufnehmen und hat so die Leute relativ schnell, vor allem Lungenkranke, schnell wieder gesund bekommen. Jakob Liebermann, der also auch einer der großen Lichtforscher ist, das war einer derjenigen, der also mir ganz besonders gefallen hat, weil er wirklich genau erklärt und herausgefunden hat, wie wir sowohl psychisch als auch physisch von Licht profitieren können und viele mehr. Also da gibt's natürlich jetzt tolle Leute bis hin zu Pop, der natürlich im Bereich der Biophotonen. Ja, und einer meiner Lieblingsthemen war immer Licht in der Ernährung. Ja, das praktiziere ich also sehr, sehr intensiv und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, sprengt aber jetzt wahrscheinlich den Rahmen. Und habe dann selber Versuche gemacht, möchte ich ganz kurz erzählen, eine einjährige Studie in einer Schule mit schwer erziehbaren Kindern, wo ich jeden Montag war und mir haben sie wirklich die größten Ganoven geschickt, die wirklich mit großen Aggressionen und so weiter behaftet waren. Und ich habe die mit Licht behandelt. Und das war ein durchschlagender Erfolg, nämlich auch, dass in dieser Schule dann tatsächlich ein Lichttherapieraum eingerichtet worden ist, weil das den Kindern so gut getan hat. Also die hyperaktiven Kinder oder Aggressivität? Nein, es waren Aggressionen, genau. Es waren Kinder mit großen Aggressionen. Ja, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, ob nicht vielleicht auch Hyperaktivität dabei war. Aber prinzipiell waren das Kinder aus schlimmen Familienverhältnissen, die also wirklich nicht gewusst haben mit sich, wohin mit ihrer Aggression, wie kommen sie da aus. Oder auch Depression. Und die habe ich jeden Montag behandelt. Wir haben das dann gemessen mit der HRV, haben uns angeschaut, was tut welchem Kind gut. Wie reagiert der? Ist der jetzt, regt den das Licht auf? Dann habe ich das ein bisschen variiert und geändert. Und zum Schluss hat dann jedes einzelne Kind eigentlich seine spezielle Art von Lichttherapie gehabt. Und das war dann ein wirklich toller Erfolg, muss ich sagen. Und solche Sachen habe ich da halt gemacht. Unglaublich, unglaublich. Wir gehen da gleich noch in der Tiefe. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ganz kurz ein Video zeigen über die außergewöhnlichen Möglichkeiten in Bezug auf Wundheilung und Schmerztherapien. Und wir haben Ihnen dazu eine kleine Reportage zur Verfügung gestellt. Bitte haben Sie kurz einen schönen Spaß daran. Auf der Grundlage von Forschungsarbeiten der Technischen Universität Wien für die Reduzierung von Schmerzen im Zuge der photodynamischen Therapie wurde der Repulstiefenstrahler entwickelt. Ja, das Rotlicht, das wir verwenden, wurde eigentlich entwickelt für die photodynamische Therapie von Hautkrebs. Das hat sehr gut funktioniert. Wir konnten die photodynamische Therapie von Hautkrebs
schmerzfrei stellen mit einer preiswerten Quelle. Die Wirkung des Rotlichtes bei anderen Erkrankungen, und zwar bei peripheren Entzündungen, erfolgreich sein kann. Ja, und ich rechne eigentlich damit, dass diese Leuchte zu einem Standardinstrument der Medizin wird. Anerkannte Forschungseinrichtungen bestätigen die positive Wirkung des hochintensiven kalten Rotlichtes. Licht wird seit mehreren Jahrzehnten sehr erfolgreich in der Medizin eingesetzt. Das wissenschaftliche Verständnis fehlt jedoch, und hier unterstützen wir Repuls als Ludwig-Boltzmann-Institut auf diesem Gebiet. Wir in unseren Forschungsarbeiten haben gefunden, dass man mit Licht sehr gut biologisch wirksame Mediatoren freisetzen kann, die dann zu einer verbesserten Wundheilung und zu einem verbesserten Energiehaushalt in der Zelle führen. Repuls hat sich in Österreich bereits als führendes Unternehmen im Bereich der Lichtmedizin mit LED-Technik etabliert. Jeder 5. Europäer lebt mit quälenden chronischen Schmerzen und 6 von 10 Patienten geben an, dass dieser Schmerz ihr Leben kontrolliert. Dadurch gehen jährlich 500 Millionen Arbeitstage verloren. Enorme Kosten. Daher ist es nur natürlich, dass der Bedarf an nebenwirkungsfreien Therapieformen steigt. Mit Repuls ist es gelungen, mehreren tausend Patienten ihre Schmerzen zu nehmen. Der Repuls-Tiefenstrahler ist ein Medizinprodukt der Klasse 2b, das sowohl in Krankenhäusern, Arztpraxen als auch von Physiotherapeuten eingesetzt wird. Repuls ist eine hochwirksame medizinische Therapie, die besonders schonend und rasch die Abheilungen von Entzündungen fördert und so zu einer schnellen Schmerzlinderung führt. Repuls dringt tief in das Gewebe ein und unterbricht den Entzündungsstoffwechsel, den Leukotrientransport. Dadurch können Schmerzen erfolgreich gelindert und beseitigt werden. Durch die Behandlung mit Repuls kommt es außerdem zu einer raschen Regeneration des Gewebes. Wir setzen Repuls erfolgreich in unserer Ordination ein. Repuls lässt sich mit anderen therapeutischen Maßnahmen kombinieren und verbessert so deren Wirkung. Der Repuls-Tiefenstrahler ist ein leicht anwendbares Gerät, welches wir vor allem zur Schmerzlinderung und Verbesserung von Entzündungen einsetzen. Der Repuls-Tiefenstrahler wird neben der physiotherapeutischen Behandlung eingesetzt und ist damit eine optimale Ergänzung in der Physiotherapie. Hochleistungsathleten wie Dominik Thiem, Michael Weiß sind Sportler, die dieses Gerät regelmäßig benutzen. Die Steigerung der Regenerationsfähigkeit hilft dem Sportler, wieder rasch in sein Training einzusteigen. Ich verwende Repuls seit 2 Jahren für die Regeneration und Verletzungsprophylaxe. Momentan hilft es mir sehr, um die Rehab nach einer Kniearthroskopie zu unterstützen. Die patentierte Repuls-Technologie kommt heute in rund 50 Kliniken und mehreren 100 Arztpraxen erfolgreich zum Einsatz. So, da haben wir es gesehen, eine unglaubliche Fülle von Menschen, die damit schon arbeiten. Rang und Namen haben wir alles auch gesehen. Aber wie hast du das geschafft, dass sich solche renommierte Menschen mit dieser Technologie auseinandersetzen? Das war hart. Aber auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir haben ganz von Anfang, also entwickelt wurde dieses Gerät oder diese Therapie von 2 Universitätsprofessoren von der TU Wien. Die haben eigentlich mit der photodynamischen Therapie begonnen. Und da war dann klar, dass das auch in Richtung Schmerz geht und in Richtung Wundheilung geht. Und wir haben ein sehr filigranen Prototyp gehabt. Und mit dem bin ich dann wirklich von Arzt zu Arzt gezogen. Und weil das Problem ist ja, ein Gerät, das nicht zugelassen ist, kannst du keine Studie machen. Wenn du keine Studie hast, wirst du nicht zugelassen. Also ich musste jemanden finden, der mit mir diesen Kreis durchbricht. Und jetzt ist es ja, du bist ja die Einzige, die ein Gerät entwickelt hat für Lichttherapien mit dem roten Licht, das medizinisch zugelassen ist. Ja. Und wie hast du das geschafft? Das muss ja ein unglaublicher Weg gewesen sein. Das war ein unglaublicher Weg. Also man kann sagen, insgesamt in diesen 9 Jahren hat es uns 4 Jahre Zulassung gekostet. Das heißt, in diesen 4 Jahren konnte man nicht verkaufen, sondern musste warten, bis die Zulassung kam? Genau. Oh, wie geht denn das? Ja, wir haben vermietet, wir haben behandelt, wir haben natürlich in der Zeit auch Studien zusammengestellt. Also wir waren natürlich immer tätig dabei, aber es war schon
schon eine harte Zeit, muss ich schon sagen. Und das ist halt jetzt einfach in Europa, wird es immer schwieriger. Ich sage nur ein Beispiel, früher waren wir zugelassen für entzündliche Prozesse. Heute brauchst du eine klinische Studie für Halsentzündung, Knieentzündung. Wurscht, für jede Entzündung brauchst du eine eigene klinische Studie. Und früher war es eine pauschal. Genau. Ui. Und das kann ja kaum mehr jemand leisten, das kann kaum jemand durchführen und das macht es halt wirklich in Europa so schwierig. Ja, da fehlt einem schlichtweg Da geben die viele Mittel, dann oder? auf. Ne? Und auch viele machen dann keine Forschungen mehr, weil sie sagen, ich krieg's eh nicht zugelassen. Okay, aber du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft. Da ist vielleicht auch ein Satz dazu zu sagen, dass wir wirklich ein tolles Team sind inzwischen, das sich zusammensetzt aus Universitätsprofessoren, aus Ärzten, aus Heilpraktikern, aus allen möglichen Sparten, die uns geholfen haben, hier wirklich das Wissen zusammenzutragen. Nicht zuletzt unsere 3 fantastischen Krankenschwestern, die über ein riesiges Know-how inzwischen verfügen, weil sie natürlich direkt am Patienten, am Klienten dran sind und mit noch viel mehr Herz an die Sache gehen. Und so auf diese Art und Weise haben wir wirklich eine Bandbreite von Informationen und Wissen zusammengetragen. Und dieses Team, das gibt es selten wo. Ich habe noch was auf deiner Homepage gefunden. Lese ich das richtig, dass ihr richtige Forschungszentren habt? Wir arbeiten mit Forschungszentren zusammen und haben so ein Cluster mit denen gebildet. Ja. Die vor allem, da war die Uni Graz, das Boltzmann-Institut, es ist die Uni Salzburg. Wir sind gerade wieder dran an einer größeren Studie, die, glaube ich, was sehr Besonderes werden wird. Und da habe ich, glaube ich, schon was gehört. Da geht es, glaube ich, um Viren, Bakterien und Keime. Genau, richtig. Die Inaktivierung von multiresistenten Keimen. Ein Riesenthema, das im Moment ein bisschen in den Hintergrund durch Covid gedrückt ist. Ja. Wobei gerade der Universitätsprofessor, der hier war, gesagt hat, das ist eigentlich basic. Das weiß man, dass man es funktioniert. Man muss es jetzt nur noch zu Ende machen. Ja, wir haben schon 2-jährige Forschungsergebnisse. Jetzt war durch unsere Zulassungsproblematik ein bisschen Zeit dazwischen. Jetzt fangen wir wieder neu an. Wir haben gerade eine Förderung bekommen, wieder eine neue für diese Geschichte. Und das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Kapitel. Dann habe ich noch was gesehen, und zwar eine Seite, da kam ich nicht mehr aus dem Staunen heraus. Ich weiß auch, dass das Kantonsspital in St. Gallen auch schon damit arbeitet. Sind die Leute denn da? Das sind ja alles auch öffentliche Krankenhäuser und nicht nur private. Wie sind die auf euch zugekommen? Hat man das über eure Forschungsresultate gesehen? Wie funktioniert das? Von allem was. Also wirklich von allem was. Es ist natürlich, wir haben sehr, sehr viel Presse gehabt durch unsere Forschung, muss ich sagen. Da kommen natürlich einige Leute auf uns zu. Wir haben auch ganz besondere Mitarbeiter, die sich auf die Krankenhäuser spezialisiert haben und auch ein Riesenwissen angesammelt haben, also sehr kompetent auftreten. Wir haben unsere Ärzte, die uns empfehlen, das gibt es auch selten, dass uns das Ärzte Ärzten weiterempfehlen. Auch das haben wir. Also so hat sich das langsam zusammen aufgebaut. Also herzliche Gratulation. Danke. Mit solchen Menschen eigentlich schon reinzukommen, das zeigt eigentlich schon, dass da irgendwo die ganze Schulmedizin, die Basismedizin, diese ganze Lichttherapie anerkennt und eigentlich jetzt nutzt diese großen Vorteile für die Wundheilung und zur Schmerzreduktion. Aber da sprichst du was an, was mir eigentlich vom ersten Moment an ganz wichtig war. Also ich habe diese Art der Therapie schon aus Russland gekannt. Die machen das ja schon relativ lang, nur das kam eben nicht zu uns. Und ich habe gewusst, wie gut das funktioniert und wie gut das geht. Was ich wollte, ist, dass wir nicht immer diese Trennung zwischen Komplementär- und Schulmedizin haben. Und Licht ist eine Möglichkeit, die Brücke zwischen beiden zu schlagen. Es ist ein physikalisch anerkanntes Phänomen. Man muss ja nicht irgendwie herumdeuteln. Und ich wollte, dass Ärzte und Kliniken die Therapie nehmen können. Das kann ich nur dann, wenn ich wirklich die Forschung betreibe und denen zeige, da schau her, das so funktioniert, so geht's, das haben wir bewiesen und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle gerne ein weiteres Bild zeigen, was ich bei dir gefunden habe. Und zwar sind das diese 3 Kreise, wo dieses Licht, das ja in die Haut eindringt, zeigt, wie tief es eindringt, oder? Kannst du mir diese Grafik kurz erklären? Also
Es geht um eine Wellenlänge von 632 Nanometer und wenn die mit einer sehr hohen Intensität auf Gewebe trifft oder ins Gewebe eindringt, dann kommt es zu einer Frequenzverdoppelung und Wellenlängenhalbierung. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr bei 632, sondern bei 316 Nanometer. Aber mechanische Schwingung, muss man immer dazu sagen, es ist eine mechanische Schwingung, weil sonst wären wir im UV-Bereich und das würde dann irgendwie schädigend sein, ist es aber nicht. Und das geht in Resonanz mit Entzündungsbotenstoffen aus der Leukotriengruppe. Und das ist wie wenn du über eine Brücke gehst. Je mehr Leute da drauf gehen, schwingt das und es zerspringt, geht kaputt und damit kann es abtransportiert werden. Also diese ganz wichtig ist da diese sehr, sehr hohe Eindringtiefe, die nur durch die sehr, sehr hohe Intensität erzeugt werden kann. Und auch nur mit diesem speziellen Frequenzband, also diese 632 30 Nanometer. Sonst würde es nicht gehen. Das sind alles... Also plus minus 5 geht natürlich auch, genauso wie es dann bei 316 plus minus 5 hat. Aber das trifft dann sozusagen einen Bestandteil dieses Entzündungsbotenstoffes, der instabil ist, der zerfällt und löst den Entzündungsbotenstoff damit auf. Und das hat eben der Professor Paschke sehr genau erforscht und hat eine sehr große Publikation drüber geschrieben. Und das ist etwas, was auch vielleicht ein USB ist, weil viele fragen, wieso habt ihr kein Infrarot dabei? Weil das Nahinfrarot ist ja jetzt auch ein ziemliches Thema. Wir haben genau die Wellenlänge genommen, von der wir wissen, dass die Entzündungen gespalten werden. Wir haben genau die Frequenz genommen, in der man übrigens auch patentiert gesehen hat, wie lange es dauert, bis sich diese Entzündungsmoleküle ablösen. Und darum ist genau diese Pulsierung rausgekommen. Und das hat alles also genau einen Grund, warum die Wellenlänge, die Intensität und diese Pulsierung, und das entspricht auch dem Patent. Ich möchte ganz kurz noch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein kurzes Video zeigen von Frau Dr. Maria Mock, wie man mit so einem Gerät zum Beispiel Nackenschmerzen behandelt. Und das stellen wir Ihnen gleich zur Verfügung. Durch die Repulsbehandlung dringt hochintensives Rotlicht ohne Wärme tief in das Gewebe ein. Es ist eine nicht-invasive, nicht-thermische Therapieform, die direkt auf der Hautoberfläche angewendet wird. Je tiefer die Wirkung in das Gewebe eindringen soll, desto länger soll der Punkt mit Repuls behandelt werden. Beschwerden im HWS- und Nackenbereich sind vielfältigen Ursprungs. Häufig sind es Fehlbelastungen bei der Berufsausübung bzw. Bewegungsmangel als Ausgleich zum Berufsalltag, Muskelschwächen. Schmerzen können in die oberen Extremitäten, in den Kopf oder in den Rücken ausstrahlen. Häufig werden Beschwerden in diesem Bereich als Zervikalsyndrom zusammengefasst. Der Fokus der Behandlung liegt direkt auf dem Schmerzpunkt. Um die Behandlungsfläche zu vergrößern, können aber auch Punkte um den Schmerzpunkt gewählt werden. Wenn die Behandlung auf mehrere Punkte aufgeteilt wird, ist es sinnvoll, wenn direkt an der Wirbelsäule mit der Behandlung gestartet wird. Durch die Anordnung der LEDs liegen 3 LEDs direkt der Wirbelsäule auf. 2 LEDs links und rechts sorgen dafür, dass die paravertebrale Muskulatur mitbehandelt wird. Beide Punkte können sehr gut mit einem Stativ behandelt werden oder, wenn es dem Patienten möglich ist, auf dem Bauch zu liegen, in der Bauchlage. Um die Kontinuität zu gewährleisten, wäre es ideal, wenn der Patient 2 bis 3 Mal pro Woche in der Ordination behandelt wird. So, liebe Brigitte, jetzt haben wir zwar gesehen im Bereich Nackenschmerzen, wie man das macht, aber das muss nicht eingeschränkt nur den Nacken zu behandeln sein, so, oder? Nein, natürlich nicht. Also es betrifft den gesamten Bereich des muskuloskeletalen Systems, das heißt eigentlich von Kopf bis Fuß alles, weil die Muskulatur sowohl bei Gelenken als auch bei Sehnenbändern überall mit beteiligt ist. Und da haben wir, muss ich schon sagen, durch die besondere Art, wie wir diese Therapie abwickeln, wo auch jeder entsprechend eingeschult wird, ca. 95% Erfolgsrate. Also das ist wirklich, wirklich richtig hoch. Wow. Und 5% bei denen wirkt's nicht, aber da ist dann auch möglicherweise ein mechanischer Fehler noch drinnen, haben wir festgestellt, der noch nicht gerichtet worden ist. Also
Es bewirkt im gesamten muskuloskeletalen Bereich relativ rasche Schmerzlinderung bis hin zur Entspannung, Regeneration. Also alles, was eigentlich der Körper braucht, um zu regenerieren. Jetzt haben wir natürlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Die einen haben Schmerzen, die anderen haben Entzündungsherde. Wieder andere möchten gerne die Wundheilungsbeschleunigungen haben. Jetzt interessiert das ja einen, wie mich hier auch. Und ich möchte ja auch nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen. Ich weiß, es ist eine Wissenschaft dahinter. Gibt es da die Möglichkeit, dass man auch mal so ein Gerät mieten kann? Das ist sowieso bei uns ganz normal. Wir bieten als erstes die Miete an. Jeder, der das Gerät mietet, bekommt eine sehr besondere Einschulung und Betreuung, solange er das Gerät hat. Das heißt, wir können wirklich sagen, dass fast jeder mit Hilfe dieser Betreuung unserer Krankenschwestern erfolgreich ist damit. Und wenn die das merken, dann fällt ihnen meistens ein, ja, die Oma, der Opa, Papa, Mama, jeder hat irgendwas, also dann behalte ich es mir zu Hause. Es ist wie eine Hausapotheke. Ja, sehe ich auch so, ja. Also man kann das mieten und testen und wenn man den Erfolg hat. Genau, die meisten, man kann 70% kaufen es dann. Und werden dann von uns eigentlich in laufenden so einer Betreuung drinnen. Das ist ganz automatisch. Und ja, es ist wirklich eine sehr hohe Erfolgsrate, auf die wir zurückweisen können. Ich habe hier noch ein Bild gefunden, möchte das auch noch zeigen. Hier sehen wir doch einen Fuß von einer älteren Dame und was da für ein Erfolg da ist, innerhalb von dieser kurzen Zeit auf diese doch schlimme Ausgangslage. Und das wurde jetzt nur mit diesem... Nur mit dem Licht, genau. Wir haben jetzt gerade noch einen Fall, der ist ganz interessant, von einem 96-jährigen Arzt, der eine offene Fußsohle hatte, die durch nichts und nicht zu schließen war. Und jetzt war ja eigentlich immer die Meinung, in dem Alter können sich die Zellen da gar nicht mehr so regenerieren. Nachdem er schon alles probiert hat, hat er wirklich nur Repuls genommen. Hat ungefähr gedauert 2 Monate, dann war der Fuß zu. Er hat das selber dokumentiert, er hat selber eine Publikation darüber geschrieben, auf die ich gerade warte, weil er Arzt ist. Also ja, unglaublich. Funktioniert toll. Es ist wirklich eine Basismedizin. Wenn ich das so höre, ich habe das Wort schon mal in einer anderen Sendung genutzt, aber eigentlich ist es der heilige Gral. Für so viele Dinge einfach nur mit Licht den Körper zu befelden, ist ja auch ein Segen. Es ist deswegen ein Segen, weil Licht hat eine quasi universelle Eindringung. Es ist ganz egal, ob das jetzt eine Muskelzelle ist, ob das eine Nervenzelle ist, egal welche Zelle es ist. Jede Zelle profitiert von dieser erhöhten Energieausbeute, also ATP, das da gebildet wird, oder NO oder was auch immer. Wir haben also sehr viele Grundlagenstudien gemacht in der Richtung, was da in der Zelle passiert. Und dadurch, dass das so quasi für jede Zelle ein Profit ist, hilft es natürlich auch universell, was uns jetzt aber gleichsam wieder auch ein Problem macht. Ne? Habe ich richtig verstanden? Das heißt, wenn ich die Körperstelle befelde oder mit dem Licht bestrahle, steigert sich auch die ATP-Produktion in diesen Regionen. Massiv. Dann ist ja auch die Selbstheilung viel größer. Ja, massiv. Massiv. Also wir haben diese Untersuchungen sehr lange gemacht und man sieht vor allem in sauerstoffarmen Zellen, das heißt überall dort, wo eine Zelle geschädigt ist, steigt das ATP massiv an. Und verbessert dann die ganze Endothelzellengeschichte. Also alles, was Regeneration ist, wird dadurch verbessert. Meine abschließende Frage noch dich, liebe Brigitte. Wenn ich jetzt noch viel, viel mehr wissen möchte, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich alles nachlesen kann, wo ich die Studien finde, wo ich sehe, was für Wirkungen kann ich erwarten und? Gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich nachlesen könnte? Also wir haben einmal sehr viel auf unserer Homepage. Da kann man www.repuls.at. Und was ich gerade dabei bin, wieder zu machen, ist unsere alte Repuls-Akademie wieder zum Leben zu erwecken, wo ich diese gesamten oder die gesammelten Werke, die es ja da schon gibt und die gesammelten Studien und die Betreuung und die Filme und alles das, was uns Ärzte auch übermitteln, wieder draufstellen werde. Also da bin ich fast schon fertig damit. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen ja, wir dürfen ja eben medizinische Aussagen nicht in einen Job legen zum Beispiel. Und trotzdem ist es wichtig, dass dieses Wissen hinausgetragen wird und ich als Konsument das auch nachlesen kann, was ich davon erwarten darf, oder? Genau. Von dem her wäre das eine gute Plattform noch zu bilden und unseren Zuschauern zu schenken.
Ja, liebe Brigitte, für diesen Weg, den du jetzt da gegangen bist und es geschafft hast, eben mit Medizin zu lassen, ich sage, das ist wirklich ein Ritterschlag, den dir da gelungen ist. Viel Schweiß, Geld und Kraft gekostet hat. Ja, genau. Ja, aber schön auch für uns zu wissen, dass es eine Therapieform gibt, die uns hilft, Schmerzen zu lindern. Und speziell bei Schmerzen, ich weiß es selber jetzt auch gerade bei meiner Gattin, wenn man nächtelang nicht schlafen kann, dann kann man auch nicht gesund werden, oder? Wie auch, wenn der Akku leer ist, oder? Richtig. Da gibt es so viele Leute mit Rückenschmerzen, mit Gelenkschmerzen und weiß Gott was, oder Wundheilungen, oder Narben und Sachen und so weiter. Nebenwirkungsfrei, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ne? Es gibt keine Nebenwirkungen. Also das ist ja auch ein wichtiger Teil. Wenn ich jeden Tag Schmerztabletten nehme, habe ich irgendwann einmal ein Magenproblem oder was immer. Ne? Da kommt die ganze Kaskade wieder. Ja, genau. Aber man hat einfach nicht an Licht gedacht, außer früher. Ja, da waren wirklich, da waren die Türen noch offener für die Ganzheitsmedizin. Ja, richtig. Ich danke dir ganz herzlich, dass du diesen Teil der Medizin wieder in die Schulmedizin reingebracht hast. Weil das ist ja wirklich ein großer Verdienst jetzt auch eurer Seite her mit den ganzen Studien, dass das wieder integriert wird. Herzlichen Dank, liebe Brigitte. Und danke, dass du extra angereist bist. Danke dir auch. Ebenfalls. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war mir jetzt noch wirklich eine ganz wichtige Sache, Ihnen die Frau Brigitte Rumpold vorstellen zu dürfen, die wirklich jahrelang darum gekämpft hat, dass das rote Licht, kaltes rotes Licht in einer gewissen Bandbreite mit Medizinzulassung auf den Markt gekommen ist, wo man wirklich Wundheilungen und Schmerzlinderung am eigenen Körper machen kann, selber machen kann, ohne jetzt über den Arzt zu gehen. Kann man natürlich. Es gibt auch sehr viele Ärzte in der Schweiz, die schon damit arbeiten. Und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die es noch nicht tun, sich heute diese Sendung anschauen und sich damit beschäftigen, damit wir Konsumenten auch immer mehr die Chance haben, von dieser Technologie profitieren zu dürfen. So, wenn Sie Fragen haben, egal welche, Sie kennen die Frau Brigitte Rumpold heute, können Sie sich gerne an sie wenden. Sie steht Ihnen für Fragen und alles zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.